Wichtige Änderung bei der Beantragung einer Green Card. Die Beantragung einer Green Card ist nun unter bestimmten Voraussetzungen, insbesondere wenn du ein E2-Visum hast, deutlich schwieriger geworden. Was das für dich bedeutet, das werden wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern in die USA beschäftigst, vielleicht sogar nach Texas, wenn du das Ganze mal vor Ort erleben möchtest, wenn du ein intensives Seminarprogramm durchlaufen möchtest, wo wir uns ganz stark mit dem Thema amerikanische Steuern, Visa, Firmengründung, Kontoeröffnung, Aufbau eines Credit Scores in den USA beschäftigen, dann lade ich dich zu unserer Seminar- und Erlebnisreise nach Austin, Texas ein, die wir regelmäßig veranstalten, 5 Tage lang. Du wirst intensiv lernen, du wirst aber auch intensiv erleben. Austin in Texas, die Stadt, wo wir unsere Base haben, werde ich dir zeigen. Wir werden uns auf die Spuren deutscher Einwanderer aus dem 19. Jahrhundert in Texas begeben und natürlich auch Immobilien dort anschauen, die ja gerade in Austin besonders günstig sind. Das Beste, dein Partner, Ehepartner, Geschäftspartner kann ohne Aufpreis mitkommen und du bekommst von uns außerdem eine amerikanische Firmengründung im Wert von $3.500 komplett geschenkt. Alle weiteren Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich super freuen, dir Austin, Texas zeigen zu können. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Es wird ja immer viel in den Medien berichtet, gerade hierzulande, dass das Einwandern in die USA immer schwieriger geworden ist, dass jetzt die Trump-Regierung sogar unbescholtene Touristen an der Grenze stoppt und dann festsetzt, dass nicht nur die illegale Einwanderung in die USA erschwert wird, sondern auch die legale Einwanderung. Die meisten dieser Meldungen sind kompletter Quatsch und ich habe ja schon einige Videos dazu gemacht. Hier geht es vielfach einfach darum, dass gerade die Medien im deutschsprachigen Raum, gerade die Medien in Europa natürlich Trump nicht besonders mögen, um nicht zu sagen, ihn zu hassen und deshalb gerne Fake News verbreiten, beziehungsweise aus einer Mücke dann einen Elefanten machen. Die meisten dieser Berichte beruhen nicht auf Fakten und wenn man sich tatsächlich das anschaut, was dann hinter den Kulissen passiert, dann wird deutlich, dass das mit der Realität eigentlich ziemlich wenig zu tun hat. Ich selbst kann da auch aus eigener Erfahrung berichten. Ich selbst bin 2008 in die USA ausgewandert. Wir helfen seitdem Mandanten aus dem deutschsprachigen Raum, selbst in die USA umzuziehen, dort Firmen zu gründen, amerikanische Visa zu erhalten. Wir haben schon unzähligen Unternehmern, Investoren und Freiberuflern zu einem amerikanischen Visum verholfen, zu amerikanischen Green Cards verholfen. Wir erleben also jeden Tag, wie die Einreise, die Einwanderung in die USA funktioniert und haben da Infos aus erster Hand. Wie ich es eingangs schon gesagt habe, unsere Base ist in Austin, Texas. Eine wunderschöne Stadt in einem wunderschönen Bundesstaat, der meiner Meinung nach gerade zum Business machen, zum Firmengründen ideal ist. Und auf den ersten Blick lautet vielleicht auch die Pressemitteilung der amerikanischen Einwanderungsbehörde USCIS nicht besonders aufsehenserregend, aber tatsächlich hat sie es ziemlich in sich. Ich will dir das gerade eben mal zeigen. Hier haben wir also diese Verlautbarung vom 22.05. Your Citizenship and Immigration Services will grant adjustment of status only in extraordinary circumstances. Also, das heißt, die Einwanderungsbehörde USCIS wird eine Statusanpassung nur noch in außergewöhnlichen Umständen bewilligen. Dann geht's weiter. USCIS today announced a new policy memo reiterating the fact that consistent with long-standing immigration and non-immigration court decisions, aliens seeking adjustment of status must do through consular processing by the Department of State outside of the country. Officers are directed to consider all relevant factors and information on a case-by-case basis when determining whether an alien warrants the extraordinary form of relief. Also, wie gesagt, wenn man jetzt den Hintergrund hier nicht kennt, wirkt das alles ziemlich harmlos. Da steht einfach drin im Einklang mit jahrzehntelanger Rechtstradition. Betont hier USCIS nochmal, dass man jetzt alle Beamten in der Behörde angewiesen hat, einen sogenannten Adjustment of Status. Das ist der Wechsel auf eine andere Visumskategorie, meistens eben auf eine Green Card, nur noch in ganz außergewöhnlichen Fällen zu bewilligen. Non-immigrants like students, temporary workers or people on tourist visas come to the US for a short time and for a specific purpose. Our system is designed for them to leave when their visit is over. The visit should not function as the first step in the Green Card process. Following the law allows the majority of these cases to be handled by the State Department consular officers abroad and frees up limited USCIS resources to focus on processing other cases that fall under its purview.
Also Nicht-Einwanderer wie Studenten, befristete Arbeitskräfte oder Menschen auf Touristenvisa kommen in die USA für eine kurze Zeit und für einen ganz bestimmten Zweck. Das System ist so gestaltet, dass sie nach diesem Besuch letztlich die USA wieder verlassen. Ein solches Visum soll nicht der erste Schritt im Green Card-Prozess sein. Dadurch, dass wir uns jetzt wieder an diese althergebrachten Regeln halten wollen, also das Gesetz so interpretieren wollen, wie es tatsächlich gemeint ist, kann sich USCIS auf seine Kernaufgaben konzentrieren und das Außenministerium, also das State Department, werden sich in den Botschaften dann um diese Anträge kümmern. So, mir ist völlig klar, das alles klingt komplett chinesisch, wenn du nicht mit der Sprache vertraut bist. Ich wollte es dir aber dennoch einmal zeigen, dass du auch das offizielle Dokument wirklich gelesen hast, bevor ich dir jetzt erkläre, um was es wirklich geht. Was ist Adjustment of Status? Ich beschreibe mal ganz konkret, wie das eigentlich funktioniert, wenn jemand in die USA einwandert. Entgegen vielfältiger Meinung ist es so, dass die meisten Menschen nicht mit einer Green Card in die USA einwandern. Sie haben zuerst mal ein Visum, zum Beispiel ein E2-Investorenvisum, wo sie dann in den USA ein Business aufbauen, oder aber sie haben ein L1-Visum, wo sie von ihrem bestehenden Unternehmen, zum Beispiel in Deutschland, das kann auch ihr eigenes Unternehmen sein, in die USA entsandt werden, um dort in den USA eine Tochtergesellschaft, eine Niederlassung aufzubauen. Warum macht man zuerst das Visum und nicht die Green Card? Nun, das Visum ist natürlich sehr viel schneller bearbeitet und auch sehr viel einfacher zu bekommen als die Green Card. Ein Green Card Antrag kann schon mal 18 Monate brauchen. Ein solches Visum, wie ich es vorhin beschrieben habe, E2 oder L1, das dauert in der Regel vielleicht nur ein halbes Jahr. Außerdem ist ja die Green Card dann auch irgendwie eine langfristige Verpflichtung, während ein E2-Visum 5 Jahre gültig ist, ein L1-Visum 1 oder 2 Jahre. Und dann kann man ja mal sehen, wie es einem in den USA gefällt und kann sich dann überlegen, ob man verlängert. Vielen gefällt es natürlich so gut, dass sie dann sagen, okay, jetzt möchten wir mit meiner Familie hier längerfristig wahrscheinlich ganz in den USA bleiben. Deswegen beantragen wir jetzt eine Green Card. Der normale Prozess bisher war dann im Grunde genommen der folgende, dass man dann nicht letztlich die USA verlassen hat, zurück zum Beispiel nach Deutschland gezogen ist und in Deutschland die Green Card beantragt hat, auf die man ja dann 18 Monate warten muss, sondern man konnte im Grunde genommen dann, während man in den USA sich ja legal aufgehalten hat, mit einem E2 oder L1 Visum die Green Card beantragen, einen sogenannten Change of Status machen. Das heißt schlicht und ergreifend in eine andere Visumskategorie zu wechseln. Schließlich ist ja die Green Card am Ende auch nur eine andere Visumskategorie. So, hier gibt es jetzt ein Problem. Ein E2-Visum ist ganz klar ein sogenanntes Non-Immigrant-Visum. Das heißt, wenn du den E2-Antrag unterschreibst, dann sagst du ganz klar, ich möchte dieses Visum für 5 Jahre haben und nach 5 Jahren kehre ich dann in mein Heimatland zurück. Ich möchte also nicht permanent in die USA auswandern. Das Ganze ist nur für 5 Jahre. Und wenn dann in 5 Jahren die Gegebenheiten immer noch vorhanden sind, dass mein Business in den USA besteht und ich da noch mal länger bleiben möchte, vielleicht nochmals 5 Jahre, dann erneuere ich das Visum einfach eben wieder auf 5 Jahre. Aber ich habe nie eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Das ist zum Beispiel das, was ich habe für die USA. Das heißt, ich habe ein 5-jähriges Visum. Alle 5 Jahre muss ich das Ganze erneuern. Ich persönlich will keine Green Card aus verschiedenen Gründen, die ich schon mal in anderen Videos erklärt habe. Es war nie ein Problem, dieses Visum zu verlängern. Total einfach, solange eben die Voraussetzungen in den USA nach wie vor gegeben sind. Wir haben Mandanten, die sind 30, 40 Jahre mit einem E2-Visum in den USA, erneuern das alle 5 Jahre. Ist eine reine Formalität. Aber wichtig ist, dass du dir merkst, beim E2-Visum oder auch beim E1-Visum, da sage ich von vornherein den amerikanischen Behörden, ich habe nicht vor, langfristig in die USA einzuwandern. Ich möchte keine Green Card haben. Ich möchte hier mich 5 Jahre aufhalten und wenn ich dann nochmal 5 Jahre will, verlängere ich eben mein 5-Jahres-Visum. Wenn jetzt also jemand, der ein solches E2-Visum hatte, bisher eine Green Card beantragt hat, dann hatte man im Grunde genommen ein kleines Dilemma. Denn man hat ja eigentlich gesagt, naja, als ich das Visum beantragt habe ich ja eigentlich schriftlich euch bestätigt, dass ich niemals eine Green Card haben möchte. Und jetzt bin ich trotzdem hier, um eine Green Card bei euch zu beantragen. Bisher haben die amerikanischen Behörden das erlaubt. Das heißt, sie haben dann gesagt, okay, wir akzeptieren, jeder kann seine Meinung ändern. Jetzt hast du deine Meinung geändert, du möchtest längerfristig in den USA bleiben. Du bist ja momentan legal in den USA mit dem E2-Visum. Wir stornieren jetzt das E2-Visum, denn das E2-Visum entspricht ja nicht mehr der Wahrheit. Du willst jetzt ja tatsächlich in den USA leben und dann kannst du eine Green Card beantragen, während du dich hier in den USA aufhältst.
Und während der ganzen Zeit, wo dieser Antrag läuft, also diese 12 bis 18 Monate, kannst du dann einfach weiter in den USA leben, musst also nicht zuerst nach Deutschland zurückziehen und kannst von dort die Green Card beantragen und musst dann wieder 12 bis 18 Monate in Deutschland leben. Und genau das soll jetzt eben nicht mehr erlaubt werden, beziehungsweise nur noch in Härtefällen oder in anderen Ausnahmefällen. Das heißt, jetzt wird Folgendes gemacht, wenn du von E2 auf die Green Card wechseln willst, und E2 nehme ich jetzt nur als ein Beispiel, weil eben ein E2-Visum das Visum ist, das häufig unsere Mandanten beantragen. Wenn du jetzt auf die Green Card wechseln wirst, wird von dir erwartet, dass du das Land verlässt und dass du dann letztlich ganz normal über den normalen Weg im Ausland, über die amerikanische Botschaft dort, die Green Card beantragst. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass das für viele, gerade wenn sie eine Familie haben, ein großer Stress ist, denn so zwischen Kontinenten hin und her zu reisen und dann auszuwandern, wieder zurückzugehen und praktisch einen Fuß in beiden Ländern zu haben für 12 bis 18 Monate ist natürlich eine ziemlich schwierige Angelegenheit. Ganz besonders problematisch kann es sein, wenn du Kinder hast, die schon ein bisschen älter sind. Solange deine Kinder nämlich noch nicht 21 sind, können sie auf dem Visumsstatus der Eltern sich in den USA aufhalten. Sobald sie dann 21 Jahre oder älter sind, dürfen sie das nicht mehr. Wenn Sie natürlich vor dem 21. Lebensjahr die Green Card bekommen haben, dann ist alles gut, dann können Sie dort einfach weiter bleiben. Ansonsten gibt es natürlich auch Fälle, wenn man den Wechsel auf die Green Card nicht früh genug macht, dass dann das Kind sozusagen oder der junge Erwachsene die USA verlassen muss, außer Sie haben bis dahin ein eigenes Visum, wie zum Beispiel ein Studentenvisum oder heiraten vielleicht in sehr frühem Alter. Das geht natürlich auch. Bisher war das relativ einfach. Stell dir einmal vor, du gehst mit E2 in die USA, du hast vielleicht einen Teenager, der ist jetzt 16 Jahre alt, dann hast du es einfach so gemacht, dass du eben dann das E2-Visum genommen hast. Dein Teenager hat dieses Visum auch bekommen. Und kurz bevor das E2-Visum ausgelaufen ist, hast du dann die Green Card beantragt. Und sobald der Green Card-Antrag eingereicht war vor dem 21. Geburtstag, war es alles gut. So, jetzt stell dir das Ganze einmal unter dem neuen Szenario vor. Also dein Teenager ist 16 Jahre alt, du ziehst in die USA, der ist dann im Studium, der ist dann vielleicht im Berufsleben und wenn er dann in den USA bleiben wollte, dein Teenager, dann müsste er ja dort rausgerissen werden, müsste dann mit dir zusammen nach Deutschland bzw. nach Europa zurück und wenn das dann mit dem Green Card Antrag aus irgendeinem Grund nicht so schnell klappt, wie du das erwartest und dieser Antrag praktisch nicht rechtzeitig eingereicht wird, sodass du nicht mehr als Familienantrag letztlich einreichen kannst, von dem auch der Teenager profitiert, dann hat dein Kind tatsächlich ein Problem. Welche Visa sind davon betroffen? Es geht um alle Non-Immigrant Visa, die keine Dual-Intent-Visa sind. Ich habe jetzt hier vor allen Dingen von E2, E1 geredet. Vorhin hatte ich ja auch mal L1 noch angesprochen. Und wenn du auf L1 bist, dann gibt es dieses Problem tatsächlich nicht. Denn L1 ist ein sogenanntes Dual-Intent-Visum. Das heißt, mit L1 sagst du beim Antrag, naja, ich gehe jetzt erstmal in die USA. Aber wenn es mir gefällt, möglicherweise, dann will ich mir die Option offen halten, eine Green Card zu beantragen. Das heißt, von vornherein hältst du diese Option offen und insofern kannst du weiterhin vom L1-Visum auf die Green Card wechseln. Du kannst den bisherigen Prozess verwenden, denn wie gesagt, das L1-Visum ist kein Non-Immigrant-Visum. Also, was heißt das jetzt für dich konkret? Nun also, USCIS hat zunächst mal jetzt diese neue Handlungsanweisung hier gegeben an seine Beamten. Es wurde kein Gesetz geändert. Es ist letztlich einfach eine neue behördliche Interpretation dieser jahrzehntelangen Handhabe, wie solche Change of Status zu handhaben sind. Ich kann mir vorstellen, dass da jetzt sicher viele dagegen klagen werden, insbesondere jene, die natürlich Kinder haben, die nach dem alten Verfahren jetzt möglicherweise die Green Card beantragt haben und die jetzt nicht wissen, was mit den laufenden Anträgen passiert. Werden diese noch behandelt oder werden diese jetzt auch abgelehnt? Also man kann sicherlich davon ausgehen, hier wird es Klagen geben und dann muss man sehen, wie das Ganze dann tatsächlich ausgeht, ob die Behörde dann zurückrudert oder ob das Ganze so Bestand haben wird. Wenn du dabei bist, in die USA auszuwandern, dann würde ich mir ganz stark überlegen, was für dich die richtige Visumskategorie ist, insbesondere dann, wenn du Kinder hast. Wie gesagt, in meinem Fall, ich bin nicht an einer Green Card interessiert. Ich habe auch mit Kindern natürlich in den USA gelebt. Ich muss an meinen ältesten Sohn denken, der ist jetzt 30 Jahre alt. Der hat die USA verlassen nach der Schule. Der hat dann in Europa studiert, hat dort seine ersten Berufserfahrungen gesammelt, wollte aber immer wieder in die USA zurück. Er hat inzwischen in den USA geheiratet. Seine Frau ist Amerikanerin. Er hat dann darüber die Green Card bekommen und lebt jetzt wieder inzwischen in den USA. Das war für ihn überhaupt kein Drama. In Europa zu studieren war für ihn günstiger und auch eine schöne Erfahrung. Für ihn hat das also in den Lebensplan gepasst. Aber es ist natürlich ganz klar so, dass das nicht bei allen der Fall ist. Das heißt, vor allen Dingen, wenn du Kinder hast, ist das Ganze besonders kritisch. Wenn du keine Kinder hast, ist es sicherlich weniger ein Problem. Also, wie gesagt, das 5-Jahres-Visum wird regelmäßig verlängert. Hier wirst du mit E2 eigentlich in den meisten Fällen
kein Problem haben. Ansonsten muss man sagen, wenn du ein Unternehmen hast in Deutschland oder in Österreich und der Schweiz und dieses Unternehmen ist jetzt nicht nur ein Ein-Mann-Betrieb, sondern du hast ein paar Mitarbeiter und hast auch substanziellen Umsatz und Gewinne, dann kannst du eben das L1-Visum beantragen, dann kann dich dein eigenes Business in die USA schicken, um dort das amerikanische Geschäft aufzubauen und du kannst dann dort auf die Green Card wechseln. Also in diesem Fall ganz klar ist das L1-Visum zu bevorzugen. Wer über das notwendige Kapital verfügt, der sollte sich vielleicht überlegen, auch die EB5 Green Card sofort zu beantragen. Das ist eine Investment Green Card. Da musst du $800.000 mindestens investieren, wobei diese $800.000 jetzt nicht als Stammkapital zu verstehen sind, die du hier beisteuerst zu einem Unternehmen, sondern das ist im Grunde genommen ein Darlehen. Du bekommst diese $800.000 zurück. Also zum Beispiel, wenn jetzt Hilton ein Hotel baut oder Amazon ein großes Warenlager baut, dann können sie von solchen EB5-Antragstellern sich die entsprechenden Mittel besorgen. Ihr Vorteil ist dabei, dass es deutlich günstiger verzinst wird als Bankdarlehen. Das heißt, wenn du über dieses Kapital verfügst, dann ist auch die EB5 Green Card sicherlich ein sehr guter Weg, an die Green Card zu kommen. Du musst kein Unternehmen in den USA gründen, du musst da nicht arbeiten, das ist ein komplett passives Visum. Und auch hier sind die Bearbeitungszeiten eigentlich erstaunlich schnell, muss ich sagen. Wir haben schon Bearbeitungszeiten gesehen von nur 6 Monaten. Das hängt aber auch stark davon ab, wie schnell das Unternehmen natürlich tatsächlich dann mit deinem Kapital arbeitet. In dem Beispiel von Amazon, der Bau des Warenlagers noch 3 Jahre in der Zukunft liegt, dann ist das für dich und deinen Antrag jetzt eher nicht so günstig. Wir haben aber eben auch schon Fälle gesehen, da war praktisch das ganze Vorhaben schon am Laufen und dann war der Turnaround also eigentlich super schnell. Also auch etwas auf jeden Fall, was du dir anschauen solltest. Ansonsten, wenn du schon in den USA bist mit E2-Visum und genau jetzt dieses Problem hast, dann würde ich natürlich dringend mit deinem Anwalt sprechen. Ich gehe davon aus, dass dein Einwanderungsanwalt dich bereits schon kontaktiert hat. Ich weiß, dass die Einwanderungsanwälte, mit denen wir arbeiten, die wir auch unseren Mandanten empfehlen, jetzt zusammensitzen und die Köpfe rauchen lassen und nach einer Lösung suchen. Vermutlich wird es eine Lösung geben, aber es ist mir klar, dass das Ganze zu lästigen Verzögerungen, Unannehmlichkeiten, zusätzlichem Aufwand führen kann. Ich hoffe, dass du hier für dich und deine Familie eine Lösung findest, die dich so wenig beeinträchtigt wie möglich. Also ganz grundsätzlich sieht es für mich danach aus, dass man mit dieser neuen Regelung arbeiten kann. Aber eben, wenn man momentan in einem solchen Change of Status Verfahren drinsteckt, dann ist das Ganze natürlich ziemlich unangenehm. Da müssen wir einfach abwarten, was jetzt passiert, was jetzt auch hier die Rechtsprechung natürlich dann in dieser Sache entscheiden wird. Also, in diesem Sinne, lass dir deine US-Wanderung durch diese Änderung nicht verderben. Plane mit Voraussicht. Wir können dich natürlich diesbezüglich gerne unterstützen. Buche ein Beratungsgespräch. Link dazu ebenfalls in der Beschreibung dieses Videos. Und wie gesagt, wenn du das Ganze einmal in einer tollen Gruppe und mit mir vor Ort erleben willst, die USA, dann würde ich mich freuen, dich in Austin begrüßen zu dürfen. Also in diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich jetzt bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.